Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute sind wir zurück mit dem zweiten Teil des Spindelmäher-Tests. Unser erstes Video wurde wirklich häufig angeschaut und sehr viel kommentiert. Wir versuchen hier auf die wichtigsten Fragen einzugehen. Eins möchte ich vorwegnehmen, wir möchten hier nicht die Vorzüge eines Spindelmähers erklären, sondern explizit auf die beiden Produkte eingehen. Das sind zum einen der Spindelmäher von Fiskars, den wir jetzt gerade im Bild sehen, und der Spindelmäher von Gardena. Beide jeweils in der nicht elektrischen oder ganz normal analogen Variante. Als erstes möchte ich auf die Spindel eingehen. Der Fiskars Spindelmäher hat ein festes Messer bzw. eine feste Spindel. Die kann man einstellen, wobei in der Anleitung explizit drin steht, dass wenn der Spindelmäher von Fiskars ausgeliefert wird, dass das Mähwerk präzise eingestellt ist. Wer das überprüfen möchte, kann das mit einem Streifen Papier machen. Dieser wird jeweils ganz außen, also in dem Fall jetzt oben und unten, in die Spindel zwischen dem festen Messer und der Spindel geklemmt und das Papier soll beim Drehen sauber geschnitten werden. Das haben wir auch ausprobiert und oben, jetzt im Bild oben, war die Spindel auch optimal eingestellt. Das Blatt Papier wurde sehr gut geschnitten. Unten und in der Mitte wurde das Papier nicht so gut geschnitten, beziehungsweise gar nicht oder erst, wenn wir es etwas verkantet haben. Das deutet darauf hin, dass das, wie die Spindel eingestellt war, wie wir es bestellt haben, nicht optimal war, obwohl es in der Anleitung steht, dass es immer präzise eingestellt ist. Dort ist aber auch der Hinweis zu finden, dass es je nach Temperatur oder je nachdem, wie lange das Gerät gelagert wurde, sich auch etwas verstellen kann. Wir haben danach lange in der Anleitung geblättert und geschaut, wie die Spindel eingestellt werden muss. Das ist bei dem Mäher von Fiskars etwas komplizierter, aber dafür soll es sehr, sehr genau sein. Das wird so eingestellt, dass die Spindelmesser das feste Messer fast berühren. Text kommt nicht mit drauf, oder? Nee, das hau ich weg alles. Den lösen. Man benötigt für das Einstellen der Spindel 2 verschiedene Schraubenschlüssel. Diese sind auch nicht im Lieferumfang enthalten. Als erstes werden an der Seite 2 Schrauben gelöst, so dass wir die Spindel danach oben auf der Oberseite hinter der orangen Abdeckung einstellen können. Du hast jetzt natürlich einen Experten eingeladen. Das ist etwas schwieriger, beziehungsweise man muss das relativ häufig einfach ausprobieren. Das heißt, nachdem wir gleich die Schrauben gelöst haben, musste man oben immer ein bisschen ausprobieren und die Spindel etwas mehr oder weniger neigen und anschließend wieder ein Stück Papier vorne in die Spindel halten, um zu schauen, ob dies jetzt sauber geschnitten wird. Wir haben die obere Seite von vorhin einfach so stehen lassen und haben danach dann die untere Seite entsprechend, also die jetzt vordere Seite, eingestellt. Das hat insgesamt 5 bis 10 Minuten in Anspruch genommen. Ich denke auch nicht, dass man das wirklich häufig machen muss, sondern dass das einmal eingestellt dann auch ausreichend ist, beziehungsweise dass man das vielleicht nur einmal im Jahr machen muss, jeweils nach dem Winter. Die Anleitung, muss ich sagen, ist etwas gewöhnungsbedürftig bzw. nicht optimal. Die Abbildungen sind nicht mehr mit dem Modell ganz übereinstimmend, so sind zum Beispiel andere Räder an der Vorderseite drauf und auch die Position der Schrauben ist nicht ganz genau. Wenn man das Ganze aber ein bisschen durchgegangen ist und einmal geschaut hat, lässt es sich auch gut machen. Ebenfalls wäre dort noch zu erwähnen, dass die Abbildung, wie ich die Griffe befestige, auch nicht mehr in der Anleitung ganz aktuell ist. Das weicht auch etwas ab. Aber die Griffe sollten immer freischwingend sein, sodass ich ein bisschen Spiel nach oben und unten habe, wenn ich den Spindelmäher schiebe, so dass ich mich nicht im Boden verfange, wie das teilweise in unserem ersten Video zu sehen ist. Des Weiteren haben wir auch in diesem Test beide Spindelmäher so eingestellt, dass nur noch 1/3 der Gesamtgraslänge abgeschnitten wird. Das ist ebenfalls in beiden Bedienungsanleitungen so zu finden. Doof, dass die das nicht gemacht haben. Wir sehen auch noch im Anschluss an den Fiskars Spindelmäher, dass wir das gleiche bei dem Gardena Mäher ebenfalls gemacht haben. Denn hier ist jetzt alles gut, das Papier wird auch auf dieser Seite optimal geschnitten und wir können uns dem zweiten Spindelmäher von Gardena Weil es kein offiziell widmen. Messer ist. Dort haben wir den gleichen Test gemacht. Schade, der dann
Wir haben auch wieder an beiden Außenseiten ein Blatt Papier zwischengehalten und auch hier war die Spindel nicht ganz optimal eingestellt. Denn die Spindel muss an dem festen Messer fast schleifen. Die Einstellung selbst ist aber bei dem Gardena Spindelmäher viel leichter. Wir haben an der Rückseite dort einfach 2 Schrauben, unter die eine Feder gesetzt ist und dort kann es einfach justiert werden und auch sofort überprüft werden. Fiskars selbst und auch in den Kommentaren haben wir dort gelesen, dass das Messer, dass es besonders ist, dass es fest eingestellt ist. Den richtigen Unterschied jetzt vom Einstellen können wir nicht feststellen. Uns hat eher die Technik von dem Gardena Spindelmäher überzeugt, weil es deutlich leichter und schneller war. Das Gerät von Fiskars ist auch etwas unhandlicher, weil es größer ist und deutlich schwerer. Der Gardena Spindelmäher bringt ca. 6 Kilo auf die Waage und hingegen der Spindelmäher von Fiskars rund 18 Kilo. Es ist also das Dreifache. Und in unserem ersten Video wurden wir kritisiert, dass wir gesagt haben, der Fiskars-Mäher lässt sich schwer schieben. Das war sicherlich eine Einstellungssache, weil wir zu weit unten gemäht hatten. Aber das Gewicht ist beim Hin- und Hertragen, beziehungsweise wenn ich das auf meinen Schuppen tragen muss oder ich eine Stufe habe, wo ich von einem einen Rasenstück auf das andere heben möchte, dann ist es schon schwierig. Und auch wenn oft in den Kommentaren gesagt wurde, dass auch Kinder das schieben können, ja, das kann ich durchaus bestätigen. Erstmal sollten sie es vielleicht nicht machen, aber das Herumtragen schaffen die wiederum nicht. Wo wir aber jetzt doch einen erheblichen Unterschied sehen, ist die Gesamtbreite des Mähers im Verhältnis zur Schnittbreite. Da ist auch entscheidend, wenn wir uns das hintere Rad beim Spindelmäher von Fiskars anschauen, dass es innen liegend, also die Spindel ist breiter als der Radstand. Das ist sehr praktisch, denn ich fahre nicht erst über das Rasen rüber und mähe dann wäre er platt gedrückt. Das passiert hingegen beim Gardena Spindelmäher. Dort mähe ich in der Mitte, fahre aber bei dem Rasen an der Seite schon drüber, sodass dieser mal leicht platt gedrückt ist. Und man sieht auch, dass der einfach viel breiter ist im Verhältnis zu seiner Spindel. Das ist viel optimaler gelöst bei dem Spindelmäher von Fiskars. An der rechten Seite, wenn man fährt, sieht man noch die Übersetzung auf die Spindel. Das ist eine kleine Plastikklappe, die auf der Seite etwas Platz in Anspruch nimmt. Aber in der Anleitung von Fiskars steht genau drin, wie man mit dem Mäher laufen soll. Also ein optimierter Mähweg, wie ich mich selbst bewegen soll. Und dort ist zu erkennen, dass immer wenn ich an Kanten komme, mähe ich dort mit der linken Seite des Mähers. Das erscheint mir jetzt auch logisch, weil ich dort einfach viel dichter herankomme als bei dem Mäher von Gardena. Das ist äußerst praktisch. Denn der Gardena Spindelmäher verschenkt dort erheblichen Platz. Zusätzlich können wir erkennen, dass der Mäher von Fiskars Gummireifen hat und der Mäher von Gardena Hartplastikräder. Dort haben wir eine E-Mail erhalten, vielen Dank nochmal an der Stelle, mit dem Hinweis, dass es so möglich ist, auch bei leicht feuchtem Rasen viel besser zu mähen, weil die Kraftübertragung natürlich von den Rädern auf die Spindel erfolgt. Und wenn der Rasen nass ist, ist das nicht möglich. Das wollten wir natürlich ausprobieren und haben das auch jetzt im nächsten Schritt gemacht. Davor aber nochmal der Vergleich von oben, damit ich das auch wirklich nochmal sehen kann, wie wenig Abstand zur Kante bei dem Fiskars-Mäher ist und wie viel bei dem Gardena-Mäher. Man sollte nicht auf das Gerät achten, sondern auf die Spindel, denn natürlich nur die Spindel kann schneiden. Und da sehen wir auch wirklich den Unterschied. Das ist vom Mähen deutlich angenehmer bei dem Rasenmäher von Fiskars. Auch wieder hier schön zu erkennen die innenliegenden Reifen. Aber zum versprochenen nächsten Test. Nur weil uns geschrieben wird oder in den Kommentaren steht, dass die Vollgummireifen viel besser auf nassen Rasen geeignet sind, glauben wir das erstmal noch nicht. Das heißt, wir haben es einfach mal ausprobiert. Wir haben dazu den Rasen erstmal nur ganz leicht feucht gemacht und sind dann einfach rübergefahren und wollten schauen, ob das noch funktioniert. Wir haben das in 3 Schritten gemacht, also erst einmal ganz leicht nass, dann nochmal ein bisschen mehr und am Ende haben wir den Rasen regelrecht unter Wasser gesetzt. Natürlich könnte jetzt der Einwand kommen, dass man seinen Rasen nicht vor dem Mähen gießt oder ähnliches oder dass man auch nicht unbedingt im Regen mähen möchte, aber der Rasen kann natürlich auch morgens nochmal ein bisschen feucht sein und die Option dann zu mähen ist natürlich praktisch, denn ein Spindelmäher macht ja auch keinen Lärm. So könnte ich auch zu Uhrzeiten mähen, wo der Rasen noch etwas feucht sein könnte.
In der ersten Stufe hier sehen wir noch gar keinen Unterschied. Beide Spindelmäher haben mit einem leicht feuchten Rasen gar kein Problem. In beiden Fällen wird der Rasen noch vernünftig gemäht, die Spindel dreht und die Reifen haben keinerlei Beeinträchtigungen. Da das scheinbar nicht ausreichend war, haben wir noch etwas mehr Wasser verteilt. Dazu beachtet auch die Schlauchbox von Gardena, die haben wir hier natürlich wieder im Einsatz. Das Video verlinke ich euch mal oben in der Infobox. Aber auch mit etwas mehr Wasser gab es keinerlei Probleme. Die Reifen rollen wirklich hervorragend, sowohl die Gummireifen von dem Fiskars Mäher als auch die Hartplastikreifen von dem Gardena Mäher. Also hier ist kein Unterschied zu erkennen. Auch wenn ich mir das erst durchaus denken konnte, dass dort die Vollgummireifen einen Unterschied ausmachen, konnte ich das jetzt hier so nicht nachvollziehen. Auch sind wir hier mal ein bisschen seitlich gefahren, um einfach zu schauen, ob dabei irgendwas passiert. Aber nein, so war es nicht. Wir haben das natürlich mit beiden Spindelmähern gemacht. Keiner der Mäher hatte damit ein Problem. Es haben beide, auch mit etwas mehr Wasser, noch sehr sauber gearbeitet. Also haben wir uns mal gedacht, wir machen mal richtig viel Wasser auf den Rasen. Dazu haben wir ihn richtig unter Wasser gesetzt und wollten dann schauen, ob endlich die Plastikreifen kapitulieren, so wie das die User in den Kommentaren bzw. der User in der E-Mail uns geschrieben hatte. Und um es vorwegzunehmen, wir konnten es einfach nicht nachvollziehen. Wir haben den Rasen nun richtig nass gemacht und waren eigentlich in der Erwartung, dass die Hartplastikreifen von Gardena dort jetzt nicht mehr mitkommen und die Spindel nicht mehr so gut dreht. Das konnten wir aber nicht nachvollziehen. Hier müssen wir Gardena wirklich verteidigen und sagen, der Spindelmäher mäht auch, wenn der Rasen wirklich nass ist. Aber der Mäher von Gardena mäht ebenfalls sehr gut. Es gibt halt einfach keinen Unterschied an der Stelle. Wir sehen jetzt nochmal, wie nass der Rasen auch wirklich war. Ich denke, dass man nicht mäht, wenn er noch nasser ist, weil irgendwann ist es dann auch gar nicht mehr möglich, weil der Rasen auch einfach nur unten klebt. Und da ja nicht immer nur meine Meinung wichtig ist, habe ich mir dort auch nochmal eine helfende Hand geholt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und auch dort konnte einfach bestätigt werden, dass der nasse Rasen beiden Mähern nichts ausmacht. Beide haben wunderbar gemäht. Und um auch den Bahnunterschied auszugleichen, dass ich entweder vorne oder hinten viel Wasser habe, sind wir dort ein bisschen im Kreis gefahren, um halt auch eine normale, natürliche Mähbewegung mit dem Spindelmäher zu simulieren. Das hat einfach in beiden Fällen sehr gut geklappt. Als nächstes haben wir uns ein bisschen mehr Fläche genommen. Hier sieht man schon, wie ich als erstes mich ein bisschen mehr abrackere mit dem Fiskars Mäher aufgrund des höheren Gewichtes und der zweite Gardena Mäher einfach mit einer Hand locker hin und her getragen werden konnte. Das ist einfach der Unterschied im Gewicht. Man merkt es schon, dass der einfach das Dreifache wiegt. Wir haben die Schnitthöhe auf ca. 1/3 eingestellt. Das war es hier in der ersten Bewegung bei dem Fiskars Mäher noch nicht. Das war mir erst eine Sekunde später aufgefallen. Das hole ich nämlich gleich nach. Deswegen hat der Gardena Mäher dort einen kleinen Vorsprung. Lag aber eher an mir als an dem Fiskars Mäher. Im Vergleich zu unserem ersten Video lässt sich der Fiskars Mäher natürlich viel besser schieben, wenn ich auch die Schnitthöhe richtig einstelle. Dass die Spindelmäher ein viel besseres Schnittbild erzeugen und nicht so wie beim Sichelmäher das Gras einfach abgeschlagen wird und eine sehr spröde Spitze erhalten, mähen die Spindelmäher wirklich hervorragend. Dazu gehen wir aber im dritten Teil des Spindelmähers ein. Da möchten wir uns über die Vorteile unterhalten, die Spindelmäher im Allgemeinen bringen und gehen weniger auf die Produkte ein. Wir haben gemerkt bei den Kommentaren im ersten Video, dass wir dort einfach noch mehr zu sagen müssen. Wir waren der Meinung, dass wir nämlich erstmal nur die Produkte vergleichen. Denn die meisten Leute, die sich ein Spindelmäher anschaffen, sind von den Vorzügen bereits überzeugt und dort geht es nur darum, welches Produkt ich mir zulege. Da möchte ich auch schon zu meinem Fazit kommen. Wir haben jetzt über mehrere Wochen mit beiden Spindelmähern gemäht. Und mir gefällt nach wie vor der Spindelmäher von Gardena besser. Das deutlich leichtere Gewicht und auch die bessere Einstellmöglichkeiten sprechen meiner Meinung nach für den Spindelmäher von Gardena. Für den Mäher von Fiskars spricht einfach, ich habe ein massives Gerät und fühlt sich einfach sehr sicher an.
Wer das höhere Gewicht in Kauf nimmt, ist hier ebenfalls sehr gut beraten. Dafür komme ich viel besser an die Kanten heran als bei dem Mäher von Gardena. Ich habe den viel niedrigeren Abstand von der Spindel zur Kante des Mähers. Das ist ein großer Vorteil meiner Meinung nach. Und der Mäher hat einen deutlich höheren Griff. Das ist angenehm, gerade wenn man etwas größer ist. Daher würde ich auch sagen, dass das Gardena-Gerät vielleicht eher ein Einsteigergerät ist für gelegentliches Mähen. Und wer wirklich seinen kompletten Rasen und etwas mehr Fläche hat und damit das Ganze mit dem Spindelmäher mähen möchte, ist eventuell mit dem Fiskars-Mäher besser beraten. Ich freue mich über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Die Produkte habe ich jeweils nochmal in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Genauso wie den ausführlichen Testbericht auf unserer Homepage. Viel Spaß beim Mähen!